Ich möchte Sie heute an die Ostsee mitnehmen, in die schöne Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Ihnen vorstellen, wie wir bei der Einführung der E-Akte vorgehen und durch welche Umstände diese Vorgehensweise bei uns geprägt wurde. Zudem gebe ich Ihnen einen Einblick, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der E-Akte überzeugen wollen. Um Ihnen einen Überblick zu geben, stelle ich Ihnen zunächst die Ausgangssituation bei uns in der Stadtverwaltung vor. Anschließend gehe ich darauf ein, wie wir die neue strategische digitale Ausrichtung im Büro des Oberbürgermeisters mit dem DMS etabliert haben und weil das eine Änderung der strategischen Ausrichtung der kompletten Einführung der E-Akte in der Stadtverwaltung nach sich gezogen hat. Und zum Schluss werden wir uns nochmal anschauen, welche Maßnahmen wir so ergreifen, um die Mitarbeiterinnen und Führungskräfte von der E-Akte zu überzeugen. Zu der Ausgangssituation: Wir haben in der Stadt eine Einwohnerzahl von 210.000 Menschen, die quasi in der Stadt Rostock leben. Wir haben in der Stadtverwaltung 2.500 Mitarbeiter, wovon 1.700 PC-Arbeitsplätze vorhanden sind. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter, die quasi außerhalb tätig sind und nicht feste PC-Arbeitsplätze haben. Und wir rechnen immer mit diesen 1.700 Mitarbeitern, die wir halt an das DMS anschließen werden. Wir haben insgesamt 3 Senatsbereiche und mit 32 Ämtern bei uns in der Stadtverwaltung, die auch unterschiedliche Größen haben. Teilweise sind die Ämter haben nur eine Größe von 14 Mitarbeitern, teilweise haben wir aber auch 350 Mitarbeiter, die dort arbeiten. Bei uns in der Stadtverwaltung begann das Projekt E-Akte im Herbst 2017, zunächst mit 2 Projektmitarbeiterinnen. Und wie man hier auf diesem Zeitstrahl auch nochmal sieht, begannen wir im Jahr 2017 zunächst mit dem Erstellen der Grundsatzdokumente. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, was brauchen wir alles an grundlegenden Regelungen. Dazu gehört zum Beispiel ein Rechte- und Rollenkonzept, ein Metadatenkonzept oder halt auch ein Schulungs- und Multiplikatorenkonzept, was wir dort erstellt haben. Im Jahr 2019 haben wir dann angefangen, den elektronischen Posteingang mit einzurichten. Das ist bei uns intern passiert. Das heißt, wir haben eine Scanstelle aufgebaut mit 2 Hochleistungsscannern, wo täglich die Post für die schon angeschlossenen Ämter dann halt eingescannt und digitalisiert wird. Parallel dazu haben wir von 2018 bis 2020 schon die ersten Pilotprojekte gestartet, darunter ein Projekt für die Sachakteneinführung und ein Projekt für eine Fallakteneinführung, die wir halt auch dann 2020 mit beendet haben. Im Jahr 2020 starteten wir schon mit ersten Umsetzungsprojekten zur E-Akte im Zusammenhang mit Modernisierungsprojekten. Zu den Modernisierungsprojekten zählen bei uns die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, welche wir natürlich digital dem Bürger zur Verfügung stellen, also den Online-Weg zur Verfügung stellen und dann natürlich aber auch die elektronische Aktenführung in der Stadtverwaltung mit einführen. Da haben wir mit begonnen. Es ist aber so, dass wir dann noch einen neuen Umstand auch hatten. Und zwar hatten wir dann seit Herbst 2019 einen neuen Oberbürgermeister in der Stadtverwaltung, der ein Däne ist, also ein dänischer Staatsbürger und auch noch aus der freien Wirtschaft kommt. Und in Dänemark ist es natürlich so, dass Digitalisierung einen ganz anderen Stellenwert schon hat. Und er kannte es natürlich aus Dänemark schon in einer anderen Form, als wir es derzeit in Deutschland noch praktizieren. Ein Schwerpunkt bei dem neuen Oberbürgermeister ist auch dann das Thema Digitalisierung geworden. Und hier sind so ein paar Zitate aus Veröffentlichungen dargestellt, wo man auch sieht, wie er dann noch gearbeitet hat. Also zum Beispiel, wenn er abends das Rathaus verlässt, nimmt er eine Tasche mit Akten mit nach Hause, die er noch liest, bearbeitet oder abzeichnet. Zu Beginn seiner Amtszeit werden ihm alle E-Mails ausgedruckt, auch die mit Links. Und die Stadtverwaltung muss moderner werden. Das waren so ein paar Zitate von ihm. Und das letzte Zitat war dann schon so eine Umstellung eigentlich, also ein Ergebnis, was wir auch schon mit erreicht haben, dass er auch angeordnet hat, dass er nur noch digital erreichbar ist. Und jeder, der dann etwas von ihm möchte, muss ihm seine Anfrage digital zuschicken. Wir bekamen dann als Team E-Akte den Auftrag, ein kurzfristiges digitales Arbeiten für den Oberbürgermeister zu ermöglichen, damit er seinen Posteingang sehr schnell abarbeiten kann, digital. Und wenn man natürlich so einen Auftrag bekommt, fragt man sich halt erstmal, okay, wir kannten noch nicht genau die Prozesse im Oberbürgermeisterbüro und haben uns erstmal gefragt, was ist denn die Ist-Situation eigentlich? Und dieses Anwendungsfalldiagramm hier stellt einmal kurz dar, wo wir uns eigentlich bewegen. Also wir haben den Oberbürgermeister auf der einen Seite und wir haben jemanden, der etwas von ihm möchte, sowohl interne Beteiligte wie die Verwaltungsmitarbeiter, aber halt auch externe Beteiligte wie Bürgerinnen oder auch Unternehmen.
Diese haben halt ein Anliegen an den Oberbürgermeister, die sie ihm halt mitteilen. Entweder geht das schon digital ein, zum Beispiel über E-Mails, oder aber es wird in Papier natürlich noch für reingereicht. Wenn es digital schon eingeht, ist es natürlich relativ einfach. Man kann dem Oberbürgermeister das dann zur Verfügung stellen in seinem auf digitalem Wege schon. Wenn es nicht digital ist, muss es natürlich vorher irgendwie noch digitalisiert werden, damit er das elektronisch zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn der Oberbürgermeister dann digital diese Dinge bearbeitet hat, eine Verfügung erlassen hat, dann ist es natürlich so, dass es auch wieder zurückgehen muss zu denjenigen, die einen Antrag oder ein Anliegen hatten an ihn. Bei Papierdingen wird es danach nochmal wieder ausgedruckt zum Beispiel und dann den Beteiligten halt wieder in Papier übergeben. Wenn es digital eingegangen ist, kann man natürlich dort auch auf digitalen Wege bereits das dann auch wieder herausgeben an diese Personen. Wichtig hierbei ist auch, der Oberbürgermeister wollte unbedingt auch ortsunabhängig arbeiten können. Da er natürlich auch viel unterwegs ist, benötigt er dann eine Möglichkeit, mit dem Laptop oder halt auch mit dem Tablet zu arbeiten. Wir haben dann detailliert geguckt im Oberbürgermeisterbüro halt auch, wie sind denn die Prozesse eigentlich? Und sind da eigentlich dahin gekommen, dass es nicht so einfach ist, wie man sich erstmal vorstellt. Ne, da ist etwas, es geht zum Oberbürgermeister und es geht wieder zurück. Nein, wir haben natürlich noch weitere Beteiligte. Die sehen wir hier. Wir haben nämlich noch ein Sekretariat des Oberbürgermeisters, wo alles natürlich zentral eingeht. Wir haben einen Büroleiter vom Oberbürgermeister, der auch noch vorgeschaltet ist, bevor etwas zu dem Oberbürgermeister gegeben wird. Also ist es so, bei der Aufnahme des Ist-Prozesses stellte sich dann heraus, dass die Post immer im Sekretariat des Oberbürgermeisters eingeht. Von da aus wird die Post vom Sekretariat an den Büroleiter weitergegeben und dieser gibt es nach einer Verfügung oder nach einer Entscheidung, die er schon trifft, wieder zurück ans Sekretariat. Es läuft also alles immer zentral über dieses Sekretariat. Die würden dann gegebenenfalls das wieder weitergeben zum Oberbürgermeister oder halt es auch wieder rausgeben an die Verwaltung oder halt auch an die externen Beteiligten, je nachdem, was der Büroleiter letztendlich verfügt hat. Das passiert natürlich alles handschriftlich im Ist-Prozess, also alles wurde handschriftlich auf den Dokumenten dann halt erfasst. Dazu ist es dann auch so, dass wir im Sekretariat des Oberbürgermeisters 3 Sekretariatsmitarbeiterinnen haben, die sich diese Aufgaben quasi teilen. Und sie haben halt alle Post, die eingegangen ist, egal ob sie auch schon elektronisch eingegangen ist, haben sie ausgedruckt, einen Posteingangsstempel darauf versehen. Sie haben dann ein Posteingangsbuch auch geführt, das sieht man hier einmal in der grafischen Darstellung, eine Excel-Tabelle letztendlich nur, wo halt wirklich pro Anliegen eine Zeile aufgemacht wurde, es wurde eine Nummer vergeben, ein Datum, es wurde geguckt, wer hat dann dieses Schreiben, also wer hat das abgesendet sozusagen. Der Inhalt und auch die Verfügung, die ja immer handschriftlich auf den Papierexemplaren stand, wurde in dieser Tabelle nochmal nachgetragen. Das heißt, die haben wirklich jede Verfügung nochmal eingetippt in ihre Tabelle. Zusätzlich haben sie dann auch eine Mappe, also mehrere Mappen gehabt, die sie nach Dringlichkeiten auch sortiert haben. Das heißt, das Papier, was sie in der Hand hatten, mussten sie sehr viel sortieren nochmal, bevor sie das dann an den Büroleiter übergeben haben. Wenn man halt auch sieht, dass im Büro des Oberbürgermeisters ungefähr 7.000 Anliegen pro Jahr eingehen, erklärt sich halt auch die Notwendigkeit eigentlich dieses Posteingangsbuches. Denn sie mussten immer nachhalten, wo ist denn etwas gerade? Ne? Häufig kamen Rückfragen, dass irgendwer gefragt hat, wo befindet sich das Dokument, hat der Oberbürgermeister das schon gesehen oder genehmigt? Und die haben natürlich das Papier ja nicht mehr selber in der Hand, sondern haben es ja auch weitergegeben. Und so können sie jederzeit recherchieren, wo sich denn etwas gerade befindet. Also dieses Posteingangsbuch war halt für die Sekretariatsmitarbeiterin wirklich sehr essentiell einfach für ihr Arbeiten. Jetzt kommen wir auch dazu, wie haben wir jetzt dort eine neue digitale Ausrichtung im Büro des Oberbürgermeisters hinbekommen. Und auch hier ist es wieder so, dass wir sehr viele Dinge natürlich zu bedenken mussten. Wir haben weiterhin die internen oder auch externen Beteiligten, also die Verwaltung oder Bürgerinnen oder Unternehmen, die ja immer noch ein Anliegen haben, was jetzt aber nicht direkt natürlich zum Oberbürgermeister geht, sondern in den Postkorb des Sekretariates. Wir haben den Weg, wenn wir digitale Dokumente bereits haben, ist das nicht so das Problem, dann können die direkt in den Postkorb abgelegt werden. Wenn die natürlich noch in Papier vorkommen, dann nehmen wir halt den Umweg über unsere Scanstelle, dass die Scanstelle das dann digitalisiert und dann auch wieder in den Postkorb des Sekretariates bereitstellt. Anschließend hat das Sekretariat, sichtet die Dokumente, priorisiert sie teilweise noch
und leitet sie dann an den Büroleiter Postkorb also an den Postkorb des Büroleiters des Oberbürgermeisters weiter. Und dieser gibt es entweder direkt zurück oder er kann jetzt, und das ist halt neu bei der digitalen Arbeitsweise, es auch direkt dem Oberbürgermeister übergeben. Das heißt, wir brauchen nicht immer eine Rückkopplung noch zum Sekretariat. Denn das Sekretariat kann nachher im D3 jederzeit sehen, wo befindet sich denn eigentlich das Dokument, in welchem Postkorb liegt es. Und die brauchen nicht in jedem Schritt nochmal die kompletten Mappen wie sonst in Papier auf den Tisch bekommen, sondern der Büroleiter kann es einfach weitergeben. Der Oberbürgermeister würde natürlich auch wieder seine Verfügung mit draufbringen, würde eine Entscheidung erlassen. Das landet dann auch wieder im Postkorb des Sekretariates. Und anschließend wird entweder das, was dann verfügt wurde, digital weitergegeben, wenn es ja auch schon digital eingegangen ist. Und wenn nicht, wenn es im Papier eingegangen ist ursprünglich, dann muss es halt auch wieder ausgedruckt werden mit der Verfügung und dann weitergegeben werden. Ja, soweit zur Theorie erstmal. Und dann haben wir uns natürlich aber auch gefragt, was müssen wir denn jetzt wirklich alles genau bedenken? Also was sind so die Punkte, die wir uns jetzt angucken müssen? Und da kommen wir halt zu diesen Themen hier, die jetzt hier stehen, dass wir einmal gucken müssen, wie legen wir denn diese Dokumente überhaupt im D3 ab? Wie können wir dieses Posteingangsbuch nachher digital abbilden? Wie bekommen wir es hin, dass das Oberbürgermeisterbüro an die Scanstelle angeschlossen wird? Und wie erfolgt nachher genau die Abbildung der Verfügung im D3? Dafür gibt es ja auch keine wirkliche Regelung. Das heißt, wir mussten uns das wirklich erst entwickeln, wie wir da hinkommen wollen. Und auch, wie geben wir die verfügten Dokumente dann an die Fachbereiche nachher weiter. Zu der Ablage der Dokumente im D3 haben wir uns dem Postdokument bedient, welches es sowieso schon gab durch die Scanstelle. Also die Scanstelle hat ihre eingescannten Dokumente als Postdokument immer den Fachbereichen zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt die Metadaten einfach erweitert dort. Das heißt, wir haben analog zu dem Posteingangsbuch in Excel weitere Felder mit hinzugenommen, wie zum Beispiel eine Priorität auch gegeben, ein Terminfeld oder auch original behalten. Die werden halt mitgegeben und die werden auch nachher immer mitvererbt, wenn die Dokumente irgendwann in die Fachakten abgelegt werden. Wir haben zusätzliche Felder wie zum Beispiel OE oder auch Empfänger, die halt nachher auch die Berechtigung steuern mit aufgenommen. Und wir haben halt auch das manuelle Ablegen von Postdokumenten ermöglicht. Das heißt, der Sekretariatsmitarbeiter können halt Postdokumente wie zum Beispiel E-Mails, die ja digital zwar kommen, aber noch nicht im D3 dann sind, einfach als Postdokument zusätzlich mit ablegen. Damit es von der Bedienbarkeit ein bisschen leichter auch ist, für die Sekretariatsmitarbeiter, haben wir halt ein Formular gemacht für diese Postdokumente. Damit sie halt nicht immer über Rechtsklick-Eigenschaften gehen müssen, können sie jetzt in einem Formular Änderungen oder auch die Metadatenfelder aktualisieren und relativ einfach auf Speichern drücken. Um das Posteingangsbuch digital abzubilden, haben wir uns auch dem Posteingangsbuch in D3 bedient, welches es ja auch schon gibt. Dort wird ja pro Postdokument, was abgelegt wird, ein Posteingangsbucheintrag vom System automatisch erstellt. Und dieses hat auch genau die gleichen Metadatenfelder wie das Postdokument. Das heißt, hier musste das Sekretariat nicht nochmal extra etwas eingeben, sondern durch die Eingabe der Metadaten beim Postdokument werden diese auch im Posteingangsbuch halt mit angezeigt. Und über dieses Posteingangsbuch kann das Sekretariat nachher jederzeit eine Recherche wieder durchführen. Die können auch gucken, wenn dann Dokumente schon im Aktenplan auch verortet werden, können Sie trotzdem über das Posteingangsbuch alle eingegangenen Dokumente jederzeit nachrecherchieren. Ja, und genau, wir haben derzeit halt pro Postdokument einen Posteingangsbucheintrag. Das werden wir zukünftig ein bisschen ändern, dass man auch mehrere Dokumente, weil gerade wenn Stellungnahmen oder so aus den Fachbereichen zurückkommen, gehören die ja zu diesem eigentlichen Posteingangsbucheintrag, der mal ursprünglich da war. Das werden wir noch ein bisschen bei uns jetzt verändern, das steht demnächst noch mit an. Und was wir halt auch haben, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Gruppenpostkörben, weil wir natürlich dadurch auch im Vertretungsfall einen Zugriff auf die Dokumente gewährleisten können. Das heißt, wir haben einen Gruppenpostkorb sowohl fürs Vorzimmer eingerichtet, als auch für die Leitung, also für den Büroleiter und auch für den Oberbürgermeister. Jeder hat einen Gruppenpostkorb, wo die Dokumente hingeschickt werden. Und wenn dann einer mal nicht da wäre, Büroleiter, dann könnte sofort die Vertretung in diesen Gruppenpostkorb halt auch reingucken und sieht dann auch diese Dokumente. Wir haben dazu auch intern in der Stadtverwaltung Rostock eine Regelung mit etabliert, dass der Versand von Dokumenten immer an die Gruppenpostkörbe der Fachbereiche erfolgt.
Denn wenn wir auch Ämter an das DMS anschließen, erstellen wir immer ein Vorzimmergruppen-Postkorb pro Amt, wo dann halt diese Versendung der Dokumente halt hin erfolgen soll. Und das schulen wir auch wirklich sehr intensiv in unseren Präsenzschulungen noch. Dann kommen wir zu dem Thema Verfügung. Hier sieht man in einer ersten Version 1.0 sind wir so vorgegangen, dass, wie es immer ursprünglich war. Ich habe eine Verfügung, ich schreibe sie auf das Dokument. Wurde uns auch quasi gesagt, wir müssen diese Verfügung auf das Dokument erstmal aufbringen. Also es ist nicht in Ordnung, wenn wir irgendein Metadatenfeld dazu nehmen. Also die Verfügung muss auf dem Dokument stehen und dafür haben wir im D3 View einen Stempel eingerichtet, womit eine Verfügung halt direkt auf das Dokument erfolgen kann. Da wird dann immer eine Zeile sozusagen angezeigt, wo halt derjenige, der etwas verfügt, dann etwas eingeben kann. Und automatisch wird halt Datum und auch Name mit abgespeichert zu dem Dokument, auf dem Dokument dann direkt. Man muss aber hierzu auch sagen, das sieht man auch auf dem rechten Screenshot, das wird nachher auch irgendwann unübersichtlich. Also ja, auf dem Dokument wie früher auch, okay, aber ich kann jetzt halt nicht so einfach digital wie sonst auch eine nächste Seite nehmen und eine Rückseite noch beschreiben oder so. Von daher hatten wir hier nachher auch ein paar Probleme bei der Darstellung und es war auch etwas unübersichtlich. Und daher sind wir zu der Version 1.1 nachher gekommen, dass wir jetzt die Verfügungen im Notizfeld abbilden. Das Notizfeld auch aus dem Grund, es ist revisionssicher. Auch hier wird pro Eintrag automatisch das Datum mitgeschrieben, auch der Name wird mitgeschrieben. Man erkennt halt im Smart Explorer relativ schnell, ob eine Notiz zu einem Dokument vorhanden ist. Und das ist jetzt auch etwas, was sich wirklich so weit bei uns ausgedehnt hat, dass das als eine Geschäftsanweisung auch wirklich mit erlassen wurde in der Stadtverwaltung und dass dieser Notizeintrag die handschriftliche Unterschrift bei verwaltungsinternem Schriftverkehr komplett ersetzt. Resultiert halt auch daraus, dass wir die Notizen genommen haben, weil auch bei Workflows zum Beispiel werden ja alle Workflow-Feedbacks in diese Notizen mit reingeschrieben automatisch bei dem normalen Weiterleitungsworkflow. Und das ist halt so dieser Vorteil, wir haben halt alle Verfügungen dann in diesem einen Feld drin. Hier haben wir auch für den Anwender es nochmal so gemacht, das sieht man hier auch auf dem Screenshot, dass es mit auf dem Formular zu diesem Postdokument mit aufgenommen wurde, sodass auch für die Führungskraft es relativ einfach ist, das über das Formular halt einfach die Verfügung mit dazu zu schreiben. Und Sie müssen nicht extra über Rechtsklick Eigenschaften gehen und auf die Notizen klicken, sondern Sie können das einfach sehr schnell über dieses Formular dann machen. Wird auch wirklich sehr, sehr gerne angenommen bei uns, mit diesem Formular zu arbeiten. Ja, und jetzt sind wir auch nochmal in einer Weiterentwicklung, Version 2.0 sozusagen für dieses digitale Arbeiten. Der Hintergrund ist, ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, der Oberbürgermeister arbeitet ja auch sehr gerne mit einem iPad zum Beispiel, hat dann die App da drauf, hat auch seine Verfügung zwar erlassen, muss das aber noch händisch wieder an sein Vorzimmer ja zurückschicken. Und da hat er manchmal nicht sein Vorzimmer getroffen, sondern irgendwelche anderen Nutzer, die dann plötzlich so ein verfügtes Dokument quasi von ihm in ihrem Postkorb hatten. Und das führte eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, okay, mit der App ist es vielleicht nicht so schön, gerade bei über Hunderten von Nutzern nachher den auszuwählen, wo ich das ja wirklich wieder hinschicken möchte. Also machen wir dort auch sowas wie einen Workflow, wo ein automatischer Rückversand nachher immer an das Vorzimmer-Postkorb erfolgt. Und das sehen wir hier jetzt mal, das ist auch wieder mit einem Formular quasi. Das Vorzimmer startet diesen Workflow, wählt aus, in welchen Gruppenpostkorb soll das ja gehen. Und dadurch kann jetzt die Führungskraft relativ einfach eine Verfügung hinterlassen. Die klicken nachher auf Starten und dann wird es wieder zurück in den jeweiligen Gruppenpostkorb des Vorzimmers gesendet. Und Sie müssen selber nichts mehr tun. Das sieht man nämlich hier einmal, wenn wir in der Develop Mobile App einmal reingehen, haben wir unter dem Reiter Aufgaben und Nachrichten, haben wir jetzt diesen Workflow, in dem Fall Workflow Verfügung. Und wenn die das aufmachen, diesen Workflow, die Führungskräfte, sehen Sie halt auf der linken Seite, können Sie sich halt gut dieses Formular auch anzeigen lassen, wo Sie bereits sehen, welche Verfügungen wurden dann vielleicht schon dort erlassen, was hat vielleicht der Büroleiter schon geschrieben. Auf der rechten Seite sehen Sie das Dokument und Sie können jetzt relativ schnell selber eine Verfügung mit hinzufügen, können aber auch zusätzlich noch einen Empfänger mit auswählen, wenn die sagen, ich möchte das jetzt schon gleich an den Amtsleiter weiterleiten, weil das ist etwas sehr Dringendes. Dann können die den Empfänger dort auswählen, ihm das weiterleiten. Und beim Klicken auf Abschließen wird es automatisch wieder in den Postkorb des Vorzimmers zurückgeschickt. Und Sie müssen nicht selber suchen, wo ist denn jetzt hier mein Vorzimmer und den als Empfänger selber auswählen. Das passiert alles automatisch. Ja, da sind wir gerade dabei, das zu etablieren.
Da haben wir auch schon eine sehr hohe Nachfrage auch von den Amtsleitervorzimmern, die das auch sehr gerne nutzen möchten. Aber wir müssen halt auch immer prüfen, wie viel Masse haben die halt auch wirklich und macht es dann auch Sinn für die. Hier vielleicht nochmal zu den Fragen, die wir uns auch eingangs gestellt haben, wie wir jetzt diese Dinge auch wirklich umgesetzt haben. Also das Ablegen der Dokumente im D3, dazu nehmen wir das Postdokument, das haben wir halt optimiert, erweitert. Wir haben dieses Formular, also ein Formular integriert als zusätzlichen Reiter. Hierzu muss man vielleicht noch negativ anmerken, dass wir auch derzeit noch viele unverortete Postdokumente halt im System haben. Das resultiert daraus, dass noch nicht die komplette Stadtverwaltung an das DMS angeschlossen ist. Das heißt, die Dokumente, die zwar auch andere Ämter betreffen, die halt noch nicht mit dem DMS arbeiten, bleiben als Postdokumente weiterhin erstmal im D3 dann liegen. Wir haben das OB-Büro an die Scanstelle angeschlossen. Das ist technisch gesehen relativ einfach gewesen, weil wir sie ja auch schon hatten, die Scanstelle. Hier mussten wir nur gucken, wie gehen wir mit so Sonderdokumenten um, weil wir haben eigentlich allgemeine Negativlisten, wo halt draufsteht, dass zum Beispiel Termineinladung oder auch Werbung nicht gescannt werden. Allerdings wollte der Oberbürgermeister, braucht auch diese Termineinladung, auch in seinem Postkorb, und der braucht sie nachher auch in seinem Posteingangsbuch. Das heißt, hier mussten wir ein paar organisatorische Änderungen durchführen. Wie bilden wir die Verfügungen im D3 ab? Da hatten wir begonnen, das erstmal als Stempel auf dem Dokument zu machen und sind aber jetzt zu der Lösung gekommen, dass wir es in dem Notizfeld zu den Dokumenten mit hereinschreiben. Und das wird auch überall, wie gesagt, auch akzeptiert und ist halt auch in den Geschäftsanweisungen sogar schon so geregelt bei uns. Wie bilden wir das Posteingangsbuch im D3 ab? Hier haben wir diese Akte, die ich erwähnte, Posteingangsbuch, die genau die gleichen Metadaten hat wie das Postdokument. Und darüber kann halt jederzeit das Vorzimmer recherchieren, wo ist denn ein Dokument halt gerade und wurde es schon abgearbeitet. Und wir haben halt auch die Situation, dass die Berechtigung, auch wenn nachher die Dokumente in den Fachakten quasi verortet werden, bleiben die Berechtigungen für das Vorzimmer vorhanden. Das heißt, Sie können jederzeit auch noch den Inhalt des Dokumentes auch immer wieder sich anschauen. Wie geben wir jetzt die Dokumente, die verfügten Dokumente an die Fachbereiche weiter? Hier ist es so, dass wir einerseits jetzt den PDF-Kollektor nehmen, wenn es in Papier noch rausgehen soll. Das heißt, im PDF-Kollektor kann man einstellen, dass ja diese Notizseite mit ausgedruckt wird und das wird dann halt als ein Ausdruck wieder weitergegeben in Papier. Oder wenn die Bereiche schon ans D3 angeschlossen sind, dann erfolgt die Weiterleitung über den Postkorb für die bereits angeschlossenen Ämter. Man sieht hier halt auch, dass sich das wirklich jetzt innerhalb von einem Jahr so etabliert hat, dieser Arbeitsablauf, wir aber trotzdem da dran sind weiterhin. Das heißt, wir haben hier eigentlich den Bedarf für ein permanentes Anforderungs- und Änderungsmanagement, welches wir auch in der Stadtverwaltung somit etablieren. Und wir hatten auch im Zusammenhang mit diesem Anforderungsmanagement im Mai diesen Jahres eine Umfrage gemacht, ein Interview mit den bereits an das DMS angeschlossenen Führungskräften und Mitarbeitern und gefragt, ja, wie ist denn so das Arbeiten jetzt eigentlich für euch, ne, wenn ihr jetzt digital damit arbeitet und digital auch mit eurem Postkorb arbeitet. Und das Feedback sieht man hier so ein bisschen. Insgesamt ist es besser als vorher analog. Hat auch den Grund, die Dokumente sind jederzeit wieder aufrufbar. Sie können jederzeit reingucken in die Dokumente. Sie können eine Recherche sehr einfach durchführen durch die Volltextsuche. Und die Postbearbeitung im Vorzimmer und auch die Verfügung durch die Führungskräfte gehen natürlich deutlich schneller, weil sie müssen nicht mehr die Mappen immer von einem Bereich zum nächsten tragen und dann wieder warten, bis derjenige wieder was abgearbeitet hat, sondern sie können es halt digital einfach schneller verteilen, auch wieder die Dokumente. Und was ich finde, was auch ein sehr großer Vorteil ist, die Verfügungen werden halt vollständig an einem Originaldokument vorgenommen. Das heißt, sowohl die Verfügung des Oberbürgermeisters als auch vielleicht dann die Amtsleiterverfügung, die ja dann wieder daraus resultieren, sind alle an diesem einen Originaldokument. Und wir haben nicht wieder Hunderte von Kopien, die irgendwo in der Stadtverwaltung durch die Gegend schwirren und keiner hat wirklich das Originale. Also das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, der sich dadurch auch ergibt. Und auch das Weitergeben der Dokumente erfolgt schneller und ist halt auch jederzeit nachvollziehbar. Wir haben ja auch, unsere Ämter sind ja auch an verschiedenen Standorten. Das heißt, wir haben auch Fahrzeiten der Post, die dann halt entfallen, weil sie es einfach digital schicken können. Alles letztendlich Vorteile, die natürlich auch eine Einführung einer E-Akte auch mit sich bringen soll. Was aber derzeit noch der Punkt ist, was noch länger dauert, ist einfach, dass die Vorzimmer beim Versand an nicht an das DMS angeschlossene Ämter einfach noch einen erhöhten Mehraufwand haben.
weil Sie müssen ja mit dem PDF-Collector erst noch eine neue Datei, einen Ausdruck erzeugen und können es nicht einfach über den Postkorb weiterschicken. Deswegen kommen wir auch dazu, wie wir jetzt neu strategisch uns ausgerichtet haben, um die Einführung der E-Akte in der Stadtverwaltung Rostock einfach schneller hinzubekommen. Und unser neuer Schwerpunkt liegt darauf, die vollständige Anbindung der Verwaltung mit der E-Sachakte. Also hier sind jetzt keine Fallakten in der ersten Instanz mit gemeint, sondern wir wollen wirklich die Sachakte, den Sachaktenplan in der Verwaltung so schnell wie möglich ausrollen, damit wir flächendeckend die Ämter zeitnah angeschlossen haben an das DMS. Und hier sieht man einmal unseren Stufenplan. In der Stufe 1 und Stufe 1a ist halt die Sachakte dabei und gegebenenfalls einfache Fallakten, die jetzt keine Fachverfahrensintegration benötigen und keine Schnittstellen. Die werden wir jetzt schnell anschließen an die E-Akte und dann würden wir erst in die Stufe 2 nachher gehen, dass wir auch Fachverfahren und Schnittstellen zu Fallakten dann mit etablieren. Hier sieht man einmal kurz, wie weit wir jetzt derzeit sind. Ich hatte ja gesagt, wir haben 1700 PC-Arbeitsplätze. Von diesen sind wir eigentlich in 50% aller Fachbereiche derzeit schon gewesen. Das heißt, wir haben wenigstens begonnen, in 50% aller Ämter die E-Akte schon einzuführen. In einigen haben wir es auch schon abgeschlossen. Die dann noch im Vergleich dazu geringe Zahl an Mitarbeitern resultiert daraus, dass wir uns erst auf die Querschnittsämter fokussiert haben, die aber noch nicht so eine hohe Mitarbeiteranzahl haben. Ja, und hier ist noch einmal kurz dargestellt, wie wir jetzt vorgegangen sind. Also wir haben hier eine Pyramide, wo wir einmal sehen, welche Ebenen haben wir denn eigentlich. Wir haben eine Führungsebene, eine obere Führungsebene, mittlere Führungsebene, eine untere Führungsebene und dann die Ebene der Sachbearbeitung, die ja eigentlich die ist, die wirklich am allergrößten ist. Und wir begannen ja dadurch, dass der Oberbürgermeister uns diesen Auftrag gegeben hat, einfach damit erstmal von oben anzufangen. Wir haben halt die obere Führungsebene an das DMS angeschlossen. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, wenn nicht unten auch die Sachbearbeiter mit dem DMS arbeiten. Das heißt, wir begannen von oben, die verfügen jetzt, die haben alle Dokumente dort, aber diese Post, also die verfügten Dokumente, die sie haben, muss ja auch in die Akten nachher verortet werden. Und aus diesem Grund müssen wir halt die Sachbearbeitung so schnell wie möglich auch an das DMS mit anschließen, damit wir nachher auch eine komplette, vollständige Vorgangsbearbeitung im DMS durchführen können. Damit wir profitieren können von Workflows und so weiter, was da ja noch alles nachher kommen wird. Also das ist wirklich erstmal der erste Schritt, das DMS bei uns auszurollen. Und wie überzeugen wir bei uns in der Stadtverwaltung die Mitarbeiter und auch Führungskräfte zum Arbeiten mit dem DMS? Also wir haben hier mehrere Maßnahmen, die man auch pro Gruppe quasi aufteilen kann. Also wir haben halt die Führungskräfte, wo halt wirklich immer ein Führungskräftevorgespräch stattfindet, bevor wir in die Projekte gehen. Wir informieren regelmäßig über den Projektstand natürlich. Wir haben ein Feinkonzept, was wir erstellen und auch abstimmen müssen mit den Führungskräften. Wir haben für die Mitarbeiter ist es so, dass wir sehr, sehr viele Change-Management-Maßnahmen eigentlich haben, dass wir wirklich gucken, dass sie in Auftaktveranstaltungen mit dabei sind. Dass wir sie auch frühzeitig natürlich mitnehmen von diesem gesamten Prozess, der da auf sie zukommt. Wir haben ein E-Learning-Tool aufgebaut mit wirklich sehr viel Aufwand. Es ist so, dass sie halt unseren sonstigen ersten Tag der Schulung, den wir sonst immer als Präsenz durchgeführt haben, machen die Mitarbeiter jetzt über ein E-Learning-Tool, wo sie sich wirklich durchklicken können mit verschiedenen Lektionen, wo das alles sehr gut aufbereitet wurde, sie auch immer mal wieder zurückgehen können einen Schritt, wenn sie irgendwas nicht so ganz vielleicht verstanden haben. Und dafür geben wir ihnen auch eine gewisse Zeit, in der sie das halt durcharbeiten können. Anschließend folgen dann halt noch die Präsenzschulung an den Arbeitsplätzen und auch eine Präsenzschulung nochmal bei uns. Das heißt, wir setzen sehr, sehr viel Wert auf das Thema auch Schulung und Mitnahme der Mitarbeiter. Und zusätzlich haben wir auch noch ein Online-Wiki eingerichtet mit halt Tipps und Tricks, wo halt die Mitarbeiter regelmäßig nachgucken können, wenn sie mal eine Frage haben. Bevor sie irgendwie uns nochmal wieder anrufen und nicht so genau wissen, können sie halt dort auch nochmal nachschlagen, um ihre Fragen halt auch beantwortet zu haben. Das ist auch wirklich etwas, was sehr, sehr gut ankommt insgesamt. Also wir legen da sehr, sehr viel Arbeitsaufwand auch rein, diese ganzen Dinge natürlich auch immer aktuell zu halten. Und es wird aber auch sehr gut angenommen von den Mitarbeitern. Also die arbeiten sehr, sehr gerne dann auch damit. Und die Stadtverwaltung insgesamt nehmen wir auch mit, indem wir regelmäßige Infoveranstaltungen haben, indem wir auch die Multiplikatoren besonders schulen. Die Multiplikatoren sind bei uns pro Amt. Also wir haben in jedem Amt, in dem wir die E-Akte halt auch ausrollen, mindestens einen Multiplikator,
der uns dann auch zur Seite steht. Also immer ein Projektmitarbeiter und ein Multiplikator. Und dem ist auch der hat eine sehr wichtige Rolle dort, auch in dem Amt dann nachher. Und wir organisieren auch regelmäßige Anwendertreffen, wo sich halt die Anwender austauschen können zu Fragen oder wenn sie irgendwas genauer mal wissen wollen, auch mal was vorgestellt haben wollen. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade dabei, halt die nächsten Schritte von Workflows auch zu etablieren. Und da ist es halt schon so, dass durch die Anwendertreffen auch viel Input einfach für uns halt auch reinkommt. Ein ganz wichtiger Faktor, also Multiplikator, wie ich eben schon erwähnt, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns, aber auch die Führungskräfte. Die sind eigentlich dazu da, um halt auch die Mitarbeiter nachher mit zu überzeugen. Also wenn die dahinter stehen und als Promoter sozusagen dienen, dann sind die wirklich sehr, sehr entscheidend dafür, dass auch das Projekt zur Einführung der E-Akte erfolgreich nachher umgesetzt wird. Zudem haben wir halt auch verpflichtende Regelungen. Wir haben halt die Geschäftsanweisung zum Arbeiten mit der E-Akte. Jedes Amt bei uns hat auch noch interne Arbeitsanweisungen, die sie selber bestimmen, wie sie bei gewissen Dingen halt einfach umgehen, ne? Also wie sie bei gewissen Themen im DMS dann damit umgehen. Wir haben auch eine relativ hohe Verpflichtung. Dadurch, dass wir ja dann die Ämter auch an den elektronischen Posteingang anschließen, ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter jetzt nicht sagen können, ich gucke gar nicht ins DMS, sondern die Post geht ja nachher digital über diesen Posteingang halt bei Ihnen ein. Das heißt, Sie müssen Ihren Postkorb ja auch regelmäßig natürlich prüfen. Mindestens das erstmal. Und wir haben auch schon ab und zu gemacht, dass wir die Netzlaufwerke auf Lesen stellen, damit sie halt gar nichts mehr irgendwo auf den Netzlaufwerken ablegen können. Und auch später dann nachher im Prozess lösen wir diese halt dann auch ganz ab. Also das sind so unsere Maßnahmen, die wir halt ergreifen, um auch die Mitarbeiter und auch Führungskräfte dann zu überzeugen. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Zumal man halt auch sagen muss, wenn natürlich vom Oberbürgermeister etwas verfügt wird und dann nachher bei dem Sachbearbeiter eingeht, ist es ihm natürlich auch irgendwie unangenehm, wenn er dann auf einem anderen Weg dem Oberbürgermeister seine Antwort vielleicht wieder zur Verfügung stellt. Also wenn er eine Stellungnahme schreiben soll und dann anfängt, die ausgedruckt in Papier ihm wieder reinzureichen, dann gibt das da auch mal ein bisschen Ärger, sage ich mal. Von daher sind dann auch die Leute wirklich mehr motiviert, dann auch wirklich zu sagen, ich will ihm zeigen, ich arbeite damit, ich kann das und ich schicke das dann auch auf digitalen Wege. Wieder zurück zum Oberbürgermeister. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.